was ist jetzt? Delilah, someone locked me in the cave. Is this thing working? Delilah, send someone to the cave, please! Can't get any damn reception. Jesus, this is a big cave. Ich kann mich da durchzwängen. Die Frage ist, okay, hier geht's gar nicht weiter. Ob ich dann wieder zurückkomme. Was ich gerade vielleicht ein klein bisschen vermute oder im Kopf habe, ist Delilah. Ich meine, wir reden ja die ganze Zeit über Funkgerät. Sie könnte ja natürlich auch diejenige sein, die ja, uns beobachtet, uns folgt oder so, denn sie weiß schließlich auch über jeden unserer Schritte quasi Bescheid. Sie lenkt uns ja quasi auch die ganze Zeit. Ich hätte ihr gerade gemeldet, dass wir jetzt drin sind und direkt fällt die Tür zu. Das ist alles auch schon ein bisschen sehr mysteriös. Ich meine, ich möchte der Dame natürlich nichts unterstellen, aber Fakt ist, dass das alles sehr komisch ist und sie wollte uns ja auch unbedingt eben von dem Lager fernhalten, von dem Forschungslabor. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass wir hier in diesem Durchgang da direkt irgendwie was richtig Krasses finden, oder ich habe es einfach übersehen. Es muss ja einen Grund haben, warum da ein Tor ist und warum das auch versperrt ist. Okay, wo sind wir jetzt? Okay. Hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So you didn't find anything? No, there's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Well, that doesn't sound dangerous. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich diesen Bohrhaken gar nicht gesehen habe. Also man hat gerade diesen Abhang gesehen, dass man da runter konnte, aber oh, was ist hier? Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Genau, das wollte ich auch gerade Really? sagen. Yeah, he built himself a real castle. Bunch of rocks stacked up. He made a wall and a perimeter. God. Yeah, that's perfect. You know, maybe he made it because he was afraid of them. Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get sick to my stomach. Yeah. Sorry. He'd hide out here to read comics. The Black Band, his grief is his enemy's sorrow. Everyone this guy loves gets killed, so he honors them with a black armband which gives him superpowers. Well, that's fucking dark. Sehr cool.
He was in the middle of really sprucing up the joint when they left. It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dump water on fires, and... I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied, and just said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave, and... I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. Not that it ended up mattering. Also es lohnt sich auf jeden Fall hier das eine oder andere wegzutun, weil hier lag ja jetzt was drunter. Ich gucke aber erstmal die Sachen hier an. Hey, remember that pack I found? Back on your second day? Yeah. I found a plan Brian drew about how he was going to get it back. Oh, I'm sure it was quite elaborate. It's some Wile E. Coyote stuff, I'll tell you that much. Okay. Plan zur Bergung des Rucksacks. Version 4. Besorgen Bretter 4 bis 6. Seil, Steine, Werkzeug. Verstauen wir das Ganze mal. Brian was doing a science fair project about bouncing radio waves off of a meteor shower. Poor kid left his homework? Yeah. He must have been pretty smart, huh? Yeah, sharper than a lot of the grown-up knuckleheads I'm used to, yeah. Yeah, but not smarter than yours truly, right? Wait, are you seriously feeling threatened by the intelligence of a 12-year-old you've never even met? I'm just saying I'm pretty, with it. I'm a pretty bright bulb. Yeah, Henry, you're a regular Rhodes Scholar. Nice. Okay, gucken wir uns das auch an. Ryan Goodwin, Schülerwettbewerb Hamilton-Schule, Rohfassung. Mrs. McNamara, 6. Klasse, 4. April 1986. Sprechende Meteore, Nutzung von Meteoren für eine höhere Reichweite von UKW. Funksignalen können Meteore in unserer Atmosphäre dazu verwendet werden, die Reichweite von Funksignalen zu erhöhen. Ja, und ich kann es beweisen. Außerirdische Felsbrocken, die aus den Tiefen des Weltalls zu unserem Planeten kommen, können Ultrakurzwellen reflektieren und dadurch die Effizienz von Funkgeräten verbessern. Das hört sich jetzt vielleicht nach einem Science-Fiction-Film an, aber es ist eine wissenschaftliche Tatsache. Möglich ist dies dank des sogenannten Meteor-Scatter-Verfahrens. Mein Wissenschaftsprojekt beweist, dass es funktioniert, und zwar so. Bei dem Verfahren werden die ionisierten Schweife von Meteoriten in unserer Atmosphäre zur Ausbreitung von Funksignalen genutzt. Beim Eintritt in die Atmosphäre erzeugen Meteoriten eine dichte Spur aus ionisierten Partikeln, über die kurzzeitig eine UKW-Funkverbindung über eine Entfernung von bis zu 2500 Kilometern möglich ist. Das ist eine ziemlich tolle Sache. Ich werde das zusammen mit einem Freund meines Vaters testen, der 1600 Kilometer weit weg in Albuquerque in New Mexico wohnt. Wir werden zu einer bestimmten Uhrzeit versuchen, per Funk miteinander zu sprechen, aber ich vermute, dass das nicht funktionieren wird und wir auf einen Meteoritenschauer warten müssen. Okay. I found an old school folder. Brian was a hell of a doodler. Schulordner. Das ist echt alles wahnsinnig komisch. Oh, Nest. Nichts drin. Okay, gucken wir die Sachen an, die wir hier freigelegt haben. There's some grade A dork contraband here. You found his pocket protector? I found a data sheet for one Gladius Silva, half-elf armor 7. Classic wizards and wyverns. Yeah, between this and the map I found in my tower, old Brian created quite the fantasy world. Gosh, Brian had everything he loved out there. Spieler Brian, Charakter Gladius Silva, Ausrichtung chaotisch gut, Rasse, Halbelf, Klasse Weitläufer Level 4, Geschlecht männlich, Alter 29, Größe 1,77, Gewicht 61 Kilogramm, Erscheinungsbild robust, Haare schwarze Augen, blau-grün, Clan,
Heimatwelt. Unverständlicher Nerdkram. Okay. Huh. Brian stole his dad's climbing gear, his anchors. That's convenient. Yeah, it is. I think he was gonna hide them in a cash box or something and never got around to it. I mean, he left a note for a ranger to find them and send them back to him in Nebraska. Because he hated climbing? Yeah, it sounds like Ned was pushing him, and pretending to lose his anchors was the easiest way to put a stop to it. I hope it worked. God, what an asshole. Yeah. Man, that is the sort of thing that would have caused me to catch a beating growing up. Yeah, well, I wouldn't put it past old Ned. Okay. Lieber Ranger, mein Name ist Brian Goodwin. In der Nähe dieser Nachricht sollten Sie auch ein paar Bohrhaken gefunden haben. Würden Sie mir einen Gefallen tun und sie mir per Post schicken? Meine Anschrift lautet 55 Foxtrot Lane, Northplatte, bla bla bla. Wenn Sie mir Ihren Namen und Ihre Anschrift mitteilen, erhalten Sie eine Belohnung. Sie fragen sich vielleicht, warum ich Sie hier gelassen habe. Sie gehören meinem Vater und ich will nicht, dass er sie verliert. Hä? Ich will nicht, dass er sie verliert? Okay. Aber ich will auf diesem Ausflug auch nicht mehr klettern. Deshalb habe ich so getan, als ob ich sie verloren hätte. Wenn Sie mir schicken, ist alles wieder gut. Vielen Dank für Ihre beste Grüße, Brian. PS, die Belohnung ist gut. Okay, Bündelhaken nehmen wir natürlich mit. There's a ham radio schematic here, something Brian was working on. Yeah, I think that was the one thing Ned did do with him. You know, tinkering on stuff like that. Ja, da steht jetzt nicht wirklich viel drin. Aber hier ist auch noch eine Postkarte. There's also a postcard here from Brian to, I guess, his neighbor. What's it say? That he's with his dad and sorry he can't mow his lawn this summer. Oh, gosh. And also he was worried his dad didn't know when school started. I'd say that's a lucky break if I were him. Yeah, that doesn't surprise me. Ned didn't really seem like a, with it dad. Lieber Mr. Sackler, ich bin mit meinem Dad in Lander, Wyoming. Es ist wirklich schön hier. Dad war in einer Gegend namens Sinks Canyon angeln. In Wyoming sieht es fast überall so aus wie zu Hause in Nebraska. Aber wenn man weiter wandert, gibt es Berge und Wälder. Tut mir leid, dass ich diesen Sommer nicht Ihren Rasen mähen kann. Ich hoffe, Sie haben einen passenden Ersatz für mich gefunden. Könnten Sie zurückschreiben und mein Dad sagen, wann die Schule wieder anfängt? Ich glaube nämlich, er weiß es nicht. Ihr Freund und Nachbar Brian Goodwin. Ist hier noch ein Videospielgerät? There's a busted old toy out here, some sort of electronic game. Yeah? I like Pong. Everybody likes Pong. Gosh, Brian had everything he loved out there. He made the place pretty comfy, too. That's an achievement. Yeah, at the expense of what are probably stolen pillows. That little shit. Okay, ich glaube, das war jetzt alles, was wir hier entdecken konnten. Jetzt geht's hier auch noch lang. Okay, ich dachte gerade, man kann hier jetzt noch weiter. Aber vielleicht geht es ja auch nicht, weil wir schließlich in die Höhle zurückkehren sollen. Und das, worauf ich eben gewartet habe, hier geht's gar nicht lang. Worauf ich gehofft hatte, dort in der Höhle was zu entdecken, ist also nicht mehr in allzu weiter Ferne gerückt. Jetzt doch nicht mehr zurück.
Was liegt da denn noch? Achso, das ist ein Holzstamm. Ja, also von hier komme ich auch wohl gar nicht mehr dorthin. Aber das Komische ist, dass ich auf der Seite gerade gar nichts machen konnte. Jetzt mal wohl hoch. Zeigt auch nichts an. Was hat das mit diesen losen Steinen auf sich? Okay, wie komme ich denn jetzt hier wieder weg? Ich blind? Okay. Die Antwort sparen wir uns. Gott, hier geht's sehr tief runter. Also ich kann hier nicht wirklich was machen. Gerade. Jetzt bin ich gerade, ehrlich gesagt, ein wenig planlos. Also hier bin ich ja jetzt eigentlich einmal überall lang. Verstehe nicht. Es sieht da hinten auch so aus, als ob ich da runter könnte. Weil, bei diesen Steinen, die sind ja so leicht weiß umrandet, bei dem man klettern kann. Oder habe ich hier einfach irgendetwas übersehen, was ich, was noch irgendwie wichtig ist, aber das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Mann, ich will nicht wieder runter. Also das ist ja auch irgendwie... Ach, ein gespaltener Fels. Ach, du ahnst es nicht. Das habe ich eben nicht gesehen. Ich habe wohl gesehen, dass da oben diese Erhebung ist. What do you think is in there? I don't know, really. I mean, we gotta find out. What do you think? Whatever it is, they don't want you telling anyone about. I mean, they closed the door when they could have just... Bashed your head in with a rock or chopped you up with a Are you serious with this shit right now? hatchet. God, are you sure you want to go back in there? Honestly, I just want to know. I want to know what is worth doing everything that's been done to us. Yeah, me too. And not going to jail would be a nice kicker. Ja, ich will auch wissen, was da drin ist. Oh, also, those girls turned up. Looks like you didn't kill them. Nobody did. They took some farmer's tractor for a joyride down in Riverton and, landed in jail. Dodged a bullet there. Yeah, we
You've got enough unanswered shit to answer for, I'd say. Ja, das ist ja auf jeden Fall schon mal beruhigend. Allerdings, wer sind dann die anderen beiden Testpersonen auf dem Zettel, den wir gefunden haben bei der Forschungseinrichtung? Oder sind vielleicht auch die Mädels gemeint gewesen, aber die sind nun mal weg, aber ich weiß es nicht. Okay, wir sind wieder bei der Höhle. Puh. Musste ja wieder den Schlüssel benutzen, um dort reinzugehen. Das heißt, es hat also jemand noch einen Schlüssel. Ja gut, wenn es jetzt zugestoßen wird, wissen wir ja, wie wir rauskommen. Ja, jetzt sehe ich das hier mit dem... Deswegen habe ich den gespaltenen Fels also doch eben gesehen, nur wusste nicht wirklich, was damit anzufangen. Okay. Kommen wir dem Geheimnis jetzt näher? Ich bin unten. Das wirkt jetzt alles sehr, sehr bedrohlich hier. Okay, es geht immer tiefer hinab. Was sehe ich da? Ah, shit. Are you... Oh, God. You're Brian Goodwin. You fell.